Herzlich willkommen zu unserer neuesten Analyse. Also heute haben wir hier ein Quellenmaterial, das, ganz ehrlich, unsere alltägliche Sicht auf die Dinge ziemlich auf den Kopf stellt. Haben Sie sich eigentlich schon mal ganz genau angeschaut, wie sich Wasser am Rand von einem Glas verhält? Genau darum geht's. Wir schauen uns heute eine faszinierende alternative Theorie an, die erklärt, was diese Oberflächenspannung von Wasser wirklich erzeugt. Und Spoiler, es geht hier nicht um winzige Moleküle, sondern um die ganz großen, massiven Kräfte unseres Planeten. Normalerweise lernt man ja in der Schule, dass Oberflächenspannung durch Moleküle entsteht, die sich gegenseitig anziehen und so eine Art elastische Haut bilden. Unsere heutige Quelle wählt da aber einen komplett anderen Ansatz. Der Fokus liegt hier voll und ganz auf den Makrokräften. Die Argumentation der Quelle lautet schlichtweg: Die Schwerkraft, die Form des Raumes und der Luftdruck, das sind die wahren Hauptakteure. Das ist wirklich eine völlig andere, richtig mechanische Art, sich Flüssigkeiten anzuschauen. Okay, tauchen wir direkt ein in den ersten großen Punkt der Theorie: Schwerkraft und geschlossene Räume. Was genau meint der Autor in diesem Text also mit einem geschlossenen Raum? Nun, im Grunde genommen ist das einfach jede physische Lücke oder Begrenzung, die eine Flüssigkeit fassen kann. Die Quelle liefert uns da ein paar wunderbar greifbare Beispiele. Das kann wirklich etwas so Alltägliches sein wie das Wasserglas bei Ihnen auf dem Küchentisch. Oder eine simple, natürliche Senke im Boden, also ein ganz normales Loch. Und wenn wir das Ganze auf die absolute Spitze treiben, spricht der Autor sogar von den riesigen Ozeanbecken unserer Kontinente. Laut dem Text ist das der fundamentale Grund, warum Ozeane überhaupt eine Tiefe haben. Sie füllen einfach diese gigantischen, geschlossenen Lücken in unserer Erdkruste. Und genau hier wird die Mechanik hinter dieser Theorie richtig spannend. Der Text argumentiert in einer ganz klaren Abfolge. Sobald das Wasser diese Lücke füllt, kommt sofort die allgegenwärtige Schwerkraft ins Spiel. Diese Schwerkraft zieht die gesamte Wassermasse, die ja von den Wänden eingeschlossen ist, unerbittlich nach unten. Und jetzt kommt die absolute Kernaussage der Quelle. Durch diesen massiven Zug nach unten, während das Wasser ja gleichzeitig in dem Raum gefangen ist, wird das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes zusammengedrückt. Also es zieht sich laut der Theorie nicht selbst zusammen, sondern es wird regelrecht gepresst. Und genau dieser Kompressionsdruck durch die Schwerkraft ist es, der die Oberflächenspannung überhaupt erst erzeugt. Verrückt, oder? Machen wir mal einen Härtetest für diese Theorie. Nächster Punkt: Schwerelosigkeit versus der Mond. Um die Parameter dieses Textes mal wirklich greifbar zu machen, möchte ich Ihnen eine ganz direkte Frage stellen. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem Raum tief draußen im Weltall, fernab von jedem Planeten. Alles ist komplett schwerelos. Kann unter genau diesen Bedingungen, also völlig ohne Schwerkraft, laut dieser Theorie eine Oberflächenspannung existieren? Überlegen Sie mal kurz, was dieses totale Fehlen von Schwerkraft für unsere geschlossene Lücke bedeuten würde. Die Antwort des Autors ist da ein ganz klares, unmissverständliches Nein. Ohne diesen Zug nach unten gibt's keine Kompression und damit, laut diesem Text, auch absolut keine Oberflächenspannung. Aber, und das ist clever, die Quelle belässt es nicht beim leeren Raum. Sie wirft sofort eine ziemlich geniale Gegenfrage auf, um das Ganze auf die Probe zu stellen. Was passiert eigentlich, wenn wir auf den Mond reisen? Der Mond ist ja nun mal nicht die Erde, aber schwerelos ist er definitiv auch nicht. Dieser Kontrast ist wirklich der Schlüssel zum Ganzen. Im völlig schwerelosen Raum bricht diese Makrotheorie in sich zusammen. Keine Schwerkraft heißt schlichtweg keine Oberflächenspannung. Aber sobald wir uns auf dem Mond befinden, ganz egal, ob das Wasser in einem riesigen Krater oder nur in einem einfachen Glas ist, ändert sich die Physik wieder. Weil der Mond eben seine eigene Schwerkraft hat, die das Wasser nach unten zieht, sind diese notwendigen mechanischen Makrokräfte wieder am Werk. Und zack, die Oberflächenspannung ist wieder da. Kommen wir zum nächsten entscheidenden Faktor in der Analyse: Das Gewicht der Luft. Lassen Sie diese Zahl bitte mal einen kurzen Moment auf sich wirken. 10 Tonnen. Wir laufen jeden Tag völlig unbeschwert durch die Gegend und vergessen dabei eigentlich komplett, dass wir uns auf dem Grund eines regelrechten Ozeans aus Luft befinden. Der Text hebt genau diese unglaubliche Zahl hervor und macht ganz klar, der atmosphärische Luftdruck drückt mit einer Kraft von etwa 10 Tonnen auf die Wasseroberfläche. Das ist eine absolut unfassbare Last, die da permanent auf jedes kleine Wasserglas und jede gigantische Meeresoberfläche einwirkt. Und genau das veranschaulicht richtig brillant, wie die gesamte Dynamik dieser Theorie funktioniert. Es ist im Grunde wie ein gigantischer physikalischer Schraubstock. Auf der einen Seite zieht die Schwerkraft die gesamte Wassermasse in unserem geschlossenen Raum nach unten und baut so diesen Druck von innen auf. Auf der anderen Seite drückt der atmosphärische Luftdruck mit seinen 10 Tonnen unerbitterlich von oben drauf. Das Wasser ist also buchstäblich zwischen diesen beiden gewaltigen Kräften eingeklemmt und wird dadurch extrem komprimiert. Das führt uns direkt zum letzten Punkt: die steinharten Schlussfolgerungen und das 100-Bar-Szenario. Wir hatten ja gerade unseren ganz normalen Luftdruck.
Aber jetzt bittet uns die Quelle, dieses Gedankenexperiment mal auf die Spitze zu treiben. Stellen Sie sich vor, der Luftdruck, der auf unsere Wasseroberfläche drückt, würde auf unvorstellbare 100 Bar ansteigen. Um das mal einzuordnen, das ist ein Druck, den man sonst nur in extremen Meerestiefen findet. Aber in unserem Szenario presst die Atmosphäre diesen Druck direkt von oben auf die Oberfläche. Was, glauben Sie, würde unter diesen gigantischen Makrokräften mit dem Wasser passieren? Der Text zieht für dieses Szenario eine absolute, ja fast schon dramatische Schlussfolgerung. Ich zitiere hier mal direkt aus der Quelle: Die Wasseroberfläche muss steinhart sein. Steinhart. Das ist wirklich ein unglaublich einprägsames Bild. Unter diesem massiven Druck, der da von oben und unten wirkt, komprimiert sich die Oberfläche laut dem Autor so extrem, dass sie buchstäblich die physischen Eigenschaften von festem Gestein annehmen würde. Da ist dann nichts mehr mit einer weichen, plätschernden Oberfläche. Das wäre eine undurchdringliche, absolut felsenhart gepresste Barriere. Der entscheidende Punkt ist also das finale Fazit dieses Textes. Es liest sich fast wie so eine mechanische Formel der Natur. Laut dieser Quelle ist die Oberflächenspannung von Wasser das direkte Produkt aus zwei wesentlichen Dingen. Erstens der Schwerkraft, die alles nach unten zieht, und zweitens einem geschlossenen Raum, der dem Wasser seine Form gibt. Und dieses Produkt wird dann im dritten Schritt durch diese massive Kraft des atmosphärischen Luftdrucks von oben noch weiter verstärkt und in Form gepresst. Das ist die gesamte mechanische Theorie, heruntergebrochen auf ihre absolute Essenz. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Analyse angekommen. Nachdem wir das Thema Wasser nun mal intensiv durch diese völlig neue Linse der Makrokräfte betrachtet haben, also diesen unsichtbaren Zug der Schwerkraft, die Architektur des Glases und das buchstäblich tonnenschwere Gewicht unserer Atmosphäre, verändert das vielleicht ein bisschen, wie Sie gleich auf das einfache Glaswasser auf Ihrem Tisch schauen? Plötzlich ist es nicht mehr nur eine langweilige, alltägliche Flüssigkeit, sondern der Schauplatz eines gigantischen, permanenten Kräftemessens. Ich hoffe jedenfalls, dieser ganz andere Blickwinkel hat Sie heute genauso fasziniert wie mich. Bleiben Sie neugierig und bis zur nächsten Analyse.